Können die neuen iPhone-Kameras Qualität wie im Fotostudio erreichen? Apple suggeriert mit neuen Porträtfunktionen wie Studio Light und Contour Light Lichtsetzung simulieren zu können. Das geschieht im Prinzip mit komplexen Filtern. So soll die optische Bildwirkung von professionellen Kameras durch computergenerierte Unschärfe erreicht werden. Kai und ich hatten das Glück, das iPhone X am ersten Tag in den Händen zu halten. In meinem Studio in Buffalo, New York, haben wir gemeinsam mit Brielle und Brie getestet, wie sich das iPhone X im Vergleich mit einer Sony Studiokamera schlägt. Für die Bilder mit der Sony-Kamera verwenden wir einen Profoto Studio Blitz. Bei den iPhone-Bildern arbeiten wir mit einem LED-Einstelllicht und dem gleichen Lichtformer. Der Blitz friert den Moment natürlich besser ein und verleiht dem Bild so eine größere Schärfe. Hätten wir den iPhone-Blitz verwendet, wäre die Qualität durch die unterschiedliche Lichtsetzung nicht vergleichbar gewesen. Optisch eine Katastrophe sind die meisten Bilder mit den Stage-Light-Funktionen. Dabei wird der Hintergrund freigestellt und das Bild soll wirken, als wäre es vor schwarzem Hintergrund aufgenommen. Bei den Bildern fällt uns ansonsten die geringere Schärfe und ein leichtes Bildrauschen auf. Das liegt natürlich zum Teil an den Testbedingungen. Im direkten Vergleich hier das iPhone links und die Sony rechts. Herangezoomt sieht man sofort die qualitativen Unterschiede der beiden Sensoren. Vor weißem Hintergrund fällt das Bildrauschen weniger auf. Das verwundert nicht, schließlich vergleichen wir einen sehr kleinen 12-Megapixel-Sensor mit einem 42-Megapixel-Vollformatsensor. Die iPhone-Bilder sind sicherlich als Facebook-Profilbild brauchbar, aber die Qualität reicht nicht ansatzweise an die Sony heran. Die Stage-Light-Funktion sah in der Apple Keynote weit besser aus als in unserem Test. Bei natürlichem Licht am Fenster schlägt sich das iPhone deutlich besser. Die Aufnahmen nur mit einem leichten Aufheller haben uns beeindruckt. 5 verschiedene Modi hat Apple in die Porträtfunktion eingebaut. Natural Light macht auf uns den optisch besten Eindruck. Die computergenerierte Unschärfe im Hintergrund ist für eine Handykamera beeindruckend, wie auch etwa beim iPhone 7 Plus. Unser Fazit: Das iPhone X kann professionelle Fotografie nicht ersetzen. Besonders im Studio ist Apples Kamera einer echten Studiokamera klar unterlegen. Egal mit welchem Licht man arbeitet, an die Sony reicht das iPhone nicht heran. Bei Tageslicht ist das iPhone eine Alternative für Hobbyfotografen und rückt mit jedem Jahr näher an die Optik von teuren Profikameras heran. Die Software gleicht die Schwächen des kleinen Sensors immer besser aus. Das zentrale Feature am Porträtmodus bleibt der unscharfe Hintergrund. Die beste Kamera ist immer noch die immer dabei ist. Seit Jahren setzen wir das iPhone im Berufsalltag ein. Ob als Videokamera, für Instagram oder für Timelapse. Richtig eingesetzt liefert auch eine Handykamera beeindruckende Ergebnisse. Daher wird das iPhone X ein Werkzeug werden, das wir auch als Profis täglich einsetzen.